Cloud-Priorisierung für Office 365 oder Azure. Wie geht's? Ihr Unternehmen beschäftigt etwa 50 bis vielleicht 3000 Mitarbeiter. Sie führen Microsoft Office 365 oder Azure ein und fragen sich, wie sie eine performante, garantiert verfügbare Anbindung an Microsoft Cloud-Dienste realisieren, damit ihre Mitarbeiter, genauso wie bisher, eine gute User Experience und performante, schnell reagierende Applikationen nutzen können. Auch wenn diese in der Cloud und nicht mehr bei Ihnen im Rechenzentrum liegen. Nicht jeder Carrier oder Internetprovider kann Ihnen solche Dienste bieten. Einige Lösungen gibt es jedoch im Markt. Heute zeige ich Ihnen, wie sich diese typischerweise unterscheiden. Man differenziert hierbei in erstens Cloud-Priorisierung und zweitens Direct Access. Da beides oft durcheinander gebracht wird, schauen wir uns das nun gemeinsam an. Erstens Cloud-Priorisierung. Als Kunde, hier mit unserem grauen Häuschen dargestellt, greifen Sie über Ihre Internetleitung auf Cloud-Dienste wie zum Beispiel Microsoft Office zu. Der Weg dorthin geht Hop per Hop über mehrere Knoten und Internetprovider. Er ist nicht festleg- oder einflussbar. Mal sind Sie schnell, mal nicht. Das Ganze läuft nach dem Best-Effort-Prinzip. Mal besser, mal schlechter. Eine Cloud-Priorisierung löst dieses Problem und schaltet Ihnen einen direkten Weg. Sie bekommen einen SLA und Quality of Service hierfür. Sie ersetzen also das im Internet herrschende Prinzip Zufall mit einer deterministischen Lösung. Vom Carrier bekommen Sie hierzu einen physikalischen Router, welcher den Microsoft-Datenverkehr im Netz des Carriers priorisiert und direkt zu einem exklusiven und redundanten Microsoft Peering im Rahmen der für Sie reservierten Bandbreite durchschaltet. Eine solche Cloud-Priorisierung ist ein Feature, welches Sie aktuell nur von 2 Carriern in Deutschland so bestellen können. Sie definieren hierzu, welchen Anteil Sie von Ihrer Internetleitung für den priorisierten Microsoft Office Traffic einsetzen möchten. Viele meiner Kunden denken nun, dass sie diese Bandbreite für den normalen Internetverkehr verlieren und sozusagen zusätzliche Bandbreite dafür bestellen müssen. Das ist nicht so. Sofern Sie die für Microsoft Office Traffic definierte Bandbreite nicht nutzen, wird sie sogar automatisch für andere Dienste freigegeben. Aber umgekehrt gilt dies nicht. Ihr Microsoft Office Verkehr kann maximal die von Ihnen definierte Bandbreite für die Priorisierung nutzen. Wie Sie das optimal einstellen können, können wir gerne von Fall zu Fall direkt miteinander besprechen. Melden Sie sich hierzu einfach bei mir. Eine Cloud-Priorisierung funktioniert übrigens nur für SaaS, also Software-as-a-Service-Dienste von Microsoft, wie Office 365, Teams oder Dynamics. Für alles andere nicht. Um die Priorisierung umzusetzen, greift Ihr Carrier auf den sogenannten Microsoft Azure Peering Service zu. Für diesen benötigen Sie von Microsoft einen Schlüssel, den Sie mit dem Peering Service in Ihrem Admin-Portal beantragen müssen. Dort müssen Sie auch Ihren Internetprovider angeben, damit Microsoft prüfen kann, ob Ihr Schlüssel auch vom richtigen Provider verwendet wird. Den Schlüssel müssen Sie also in Ihrem Carrier weitergeben, damit er Ihnen die Tür zum Microsoft Azure Peering Service über seine Internetleitung aufschließen kann. Fragen Sie mich bitte nicht, wie viele Kunden schon mit Performance-Problemen zu uns kamen, obwohl sie bei ihrem Carrier bereits eine Cloud-Priorisierung bestellt hatten. Ihnen hat einfach niemand mitgeteilt, dass die Priorisierung erst mit dem Schlüssel funktionieren kann. Und der wurde nie von Ihrem Carrier angefragt und auch nie hinterlegt. Wenn auch Sie solche Probleme haben, kommen Sie auf uns zu. Wir führen Sie online durch das Microsoft-Portal und zeigen Ihnen, was wo einzutragen ist. Letzte Woche hatte ich einen solchen Fall mit einem Kunden und einer Niederlassung in Japan. Das Azure-Portal sah dann so aus, wie hier zu sehen ist und war in Japanisch nicht wirklich einfach zu lesen für mich.
Aber wir haben auch das recht flott für unseren Kunden hinbekommen. Kommen wir nun zum zweiten Fall, dem Dedicated Cloud Access. Hierbei handelt es sich nicht um ein Feature auf Ihrer bestehenden Internetleitung, sondern um einen separaten Dienst. Dieser funktioniert nur für den Zugriff auf IaaS, also Infrastructure as a Service, oder PaaS Services, also Platform as a Service Dienste von Microsoft. Nicht für SaaS, also Software as a Service, wie Office 365 oder Teams. Um einen Dedicated Cloud Access zu realisieren, greift ein Carrier auf den sogenannten Microsoft Azure Express Root Service zu. Auch hierfür wird wieder ein Schlüssel von Microsoft benötigt, den Sie in Ihrem Admin-Portal mit oder ohne uns beantragen und dann dem Carrier übergeben müssen. Wichtig ist also, dass Sie für sich im Voraus klären, was Sie benötigen. Priorisierten Zugriff auf Microsoft SaaS-Dienste wie Teams und Office 365 per Cloud-Priorisierung oder einen wirklich dedizierten Zugriff auf IaaS und PaaS-Dienste von Microsoft via einem Dedicated Cloud Access. Beides sind unterschiedliche Dinge und werden oft durcheinandergebracht. Gehen wir es noch einmal zusammen anhand dieser Grafik durch. Cloud-Priorisierung ist ein zusätzliches Feature auf einer Internetleitung, welches Ihren Cloud-Traffic priorisiert. Dedicated Cloud Access ist ein eigener Dienst, dessen Bandbreite exklusiv und 1:1 für Sie gebucht wird. Dies nicht nur für SaaS, das andere für IaaS und PaaS ausgelegt. Das System, worauf es basiert, ist einerseits eine Internetleitung und beim Dedicated Cloud Access eine Ethernet- oder VPN-Strecke. Beide Services enden am Peering Point von Microsoft. Um hier Zugang zu bekommen, benötigen Sie in jedem Fall einen Zugangsschlüssel, den sogenannten Prefix- oder Service-Schlüssel. Den Prefix-Schlüssel benötigen Sie nur einmal. Den Service-Schlüssel bei Dedicated Cloud Access muss bei jeder Änderung neu angepasst und dem Carrier zur Verfügung gestellt werden. Cloud-Priorisierung funktioniert nur mit Microsoft. Dedicated Cloud Access kann für jeden Cloud-Provider, also auch Amazon, Google oder andere geschaltet werden. Sie fragen sich nun vielleicht, wie lange es dauert, einen solchen Service für Sie zu schalten. Cloud-Priorisierung geht recht schnell und ist gegebenenfalls in wenigen Tagen oder je nach Carrier sogar live freischaltbar. Ein Dedicated Cloud Access ist als eigener Dienst etwas komplexer und dauert länger. Gehen Sie von 6 bis 8 Wochen aus. So, das war's auch schon. Ich hoffe, Sie haben nun einen guten Überblick. Gerne zeigen wir Ihnen in einer kurzen Online-Session, wo Sie die nötigen Schlüssel bei Microsoft beziehen können, was Cloud-Priorisierungsservices kosten dürfen und bei welchem Anbieter diese verfügbar sind. Und natürlich können Sie das auch von jedem Anbieter bei uns zu Vorzugskonditionen bestellen. Weitaus günstiger, als Sie denken. In letzter Zeit fragen auch viele Kunden bei uns an, wie in einem SD-WAN Cloud-Priorisierungen realisiert werden können. Für Ihre Fragen auch hierzu stehen wir Ihnen wie immer gerne zur Verfügung. Sparen Sie sich das Googlen, kontaktieren Sie einfach mich. Sprechen wir. Vereinbaren Sie jetzt ein Online-Meeting mit uns, rufen Sie mich an oder senden Sie eine Mail. Wir helfen Ihnen gerne, sparen Ihnen eine Menge Zeit und möglicherweise bewahren wir Sie davor, eine Lösung zu wählen, mit der Sie später nicht zu 100% zufrieden sind. Ich hoffe, das kurze Video hat Ihnen geholfen. Sie geben uns Ihren Daumen hoch, abonnieren unseren Kanal und wir sehen uns im nächsten Video wieder.